Ihr habt ewig drauf gewartet, VW T6.1 Soundsystem, Plug-and-Play, Leasing, rückrüstfähig, selber einbauen. Jetzt ist es soweit, los geht's! Plug-and-Play heißt das ganze Thema, soll ja alles leicht zum Einbauen sein und natürlich auch wieder rausbaubar, und zwar Leasing rückrüstfähig, wen das interessiert. Und wir haben euch die Lösungen so zusammengestrickt, dass wir mal anfangen mit der Version V1, ein Soundsystem in den VW T6.1 zu installieren. Und dieses V1 Soundsystem besteht aus einer 6-Kanal-Endstufe, die wir mit einem speziellen Kabelbaum an das originale die Autoradioeinheit anbinden können, um an alle originalen Lautsprecher einen geileren Sound hinzubringen, weil mehr Leistung zur Verfügung steht und weil die Endstufe ein Soundfile aufgespielt hat. Es ist ein Soundprozessor integriert in der Endstufe, den ich für dieses Fahrzeug fertig eingemessen habe und entsprechend gut kreiert habe, damit es richtig viel besser klingt. Also quasi Chip-Tuning für die Lautsprecher. Und in dem V1 ist natürlich jetzt unsere neue Errungenschaft dabei, und zwar unser Subwoofer Rock 3, der speziell für den T6.1 unter den Beifahrersitz konstruiert worden. Der passt da perfekt rein, macht einen super schönen Bass. Und wir haben euch natürlich alle entsprechenden Kabel und Veränderungen im Fahrzeug so vorbereitet, dass ihr die problemlos nachmachen könnt. Und das wäre quasi die Einsteigerversion, die einfach schon mal richtig geil klingt, aber halt immer noch die originalen Bordlautsprecher mit benutzt, aber diese ebenfalls pimpt. Die Version Nummer 2 beinhaltet grundsätzlich natürlich alles, was wir gerade eben über V1 besprochen haben, jetzt aber zusätzlich mit neuen Frontlautsprechern, das heißt neue Tür-Tieftöner und auch neue Hochtöner, die an der A-Säule angebracht sind, da wo die originalen Lautsprecher drin sind. Die werden einmal gewechselt, samt Türdämmung für beide Türen und natürlich auch Werkzeug mit dabei, das ihr in der Regel nicht daheim habt vielleicht. Ihr braucht dennoch vielleicht nochmal einen 10er Gabelschlüssel oder auch einen Ratschenkasten ist natürlich empfehlenswert. Aber damit haben wir mit V2 einmal ein komplettes Frontlautsprechersystem, neu samt Türdämmung, einen Subwoofer unter dem Beifahrersitz und natürlich die Endstufe, die sich um die Leistung und den Sound kümmert. Den Verstärker einzeln zu verbauen gibt jetzt nicht wirklich so richtig Sinn, weil da fehlt irgendwie auch dann der Subwoofer dazu. Also der gibt eigentlich nur im gesamten Sinn. Wenn ihr aber sagt, na, ich möchte nur die Endstufe einzeln verbauen, weil ich einen eigenen Woofer habe oder irgendwie sowas, dann achtet bei dem Subwoofer bitte drauf, dass der 2x4 Ohm Schwingspulen hat, weil darauf ist das System auch abgestimmt. Und genau so ein Woofer ist natürlich hier in dem Gehäuse des Subwoofers eingebaut. Auch der gibt jetzt wenig Sinn, den einzeln zu verbauen, weil ihr braucht zumindest mal den Kanal, um den Subwoofer zu betreiben, also wiederum so eine Endstufe. Deswegen haben wir euch ja das Set V1 als sinnvolles Paket bereits als komplettes zusammengestellt. Die vorderen Lautsprecher einzeln zu verbauen, gibt auf jeden Fall Sinn. Darüber haben wir auch bereits ein Video komplett gedreht über dieses ganze Set samt Werkzeug und Türdämmung. Schaut euch das jetzt in Folge von diesem Video, also von dieser Produktvorstellung an. Da zeigen wir euch gleich dieses Video, wo wir das System bereits verbaut haben. Das heißt, ihr braucht euch nicht wundern, warum das Fahrzeug auf einmal eine andere Farbe hat. Das ist nur der Ausschnitt, damit ihr das Video nicht wechseln müsst, sondern eben den Inhalt anschauen könnt, um einmal das ganze System zu sehen, wie es installiert wird. Weil daraufhin kommt dann die Installation der Endstufe und des Subwoofers natürlich. Der Pegel des Subwoofers lässt sich übrigens über die Fernbedienung regeln. Das heißt, mit einem Kabelstück gehen wir hier auf die Endstufe drauf und diesen Drehregler, der beeinflusst den Pegel des Subwoofers, weil den könnt ihr am Autoradio nicht separat justieren in den Einstellungen, sondern eben manuell. Oder ihr könnt natürlich auch die Einstellung einmal an der Endstufe vornehmen, so wie es grundsätzlich so passt. Und über die Bass- und Höhenfunktion den gesamten Bass, auch von den Frontlautsprechern und vom Subwoofer, lauter oder leiser machen. Also das könnt ihr machen, wie ihr möchtet.
Jetzt fragt ihr euch bestimmt noch, warum baut ihr jetzt nicht die hinteren Lautsprecher auch noch um, wenn wir die vorderen Lautsprecher umbauen? Es ist folgendermaßen, du hast hinten in den Lautsprecheröffnungen diesen 16 cm Breitbandlautsprecher, der sehr, sehr stark von der Achse abweicht zu mir als Fahrer vorne, so dass ich während dem Musikhören quasi die hinteren Lautsprecher schon erstmal als Fahrer oder Beifahrer gar nicht wahrnehme, nicht wirklich, und einen minimalen Unterschied, weil wir eben einen anderen Lautsprecher reinmachen mit einem separaten Hochtöner zum Beispiel, tatsächlich so minimal ist, dass sich der Aufwand meines Erachtens gar nicht rentiert, über den Austausch der hinteren Lautsprecher zu diskutieren und zu machen. Deswegen haben wir ja euch nur das Set V2 mit dem vorderen Lautsprechersystem, aber ich wollte euch nicht vorenthalten, dass man sie tauschen könnte gegen die 165X, also V165X. Die passen soweit optimal rein, haben auch den gleichen Stecker und ihr könnt dann auch einen Dämmschaum mit dazu kaufen, einen Dichtschaum, der das nach vorne hin entsprechend abdichtet, um die hinteren Lautsprecher zu wechseln. Kann ja auch sein, so ein Lautsprecher hinten ist kaputt und muss deswegen gewechselt werden. Sicherheitshalber lösen wir jetzt den Massepol von der Batterie, um das ganze Fahrzeug grundsätzlich mal stromlos zu machen. Jetzt geht's weiter mit der Installation der Endstufe, und die Endstufe mit unserem Kabelbaum anzudocken bedeutet, wir müssen hier dran an das grundsätzliche Radioteil, also nicht hier oben das Bedienteil, wo man es bedient, sondern die Grundeinheit, und die versteckt sich hier unten drunter. Und dazu müssen wir jetzt erstmal dieses Teil hier oben und das Teil an der Seite abklippen und können dann auch dieses Teil hier bis dahin abklippen. An der Schiene ist hier der letzte Clip, der ist ein bisschen hartnäckiger, und den könnt ihr aber auch genauso mit dem Entriegelungstool noch ein bisschen nachhelfen und dann kommt der schon raus. So, jetzt komm schon. Genau. Das Bedienteil können wir genauso wegklippen, können wir von der Seite reinfahren und mit dem Entriegelungstool und mit ein bisschen hin und her lässt sich das Ganze so lösen und wir können die einzelnen Stecker alle entsprechend abstecken. Das Handschuhfach an sich löst man mit 1, 2, 3, 4, 5, 6 Torx-Schrauben und dann können wir das ganze Handschuhfach abnehmen. Hier müssen wir jetzt noch die 2 Steckverbindungen lösen. Einmal hier unten und einmal die Handschuhfachbeleuchtung. Hier sieht man bereits jetzt unsere Radioeinheit, die wir mit unseren beiliegenden Entriegelungshebel auch rein theoretisch jetzt rausziehen könnten. Wenn nicht das Kabel so kurz wäre, dass man es eben nicht vollständig rausziehen kann. Deswegen müssen wir jetzt nochmal hier ganz hinten drinne eine zweite, eine dritte und eine vierte Schraube lösen, damit wir die vordere Blende so weit auf die Seite drehen können, damit wir an unsere Anschlussstecker kommen. 2. Damit wir noch besser an diese ganzen Sachen hier rankommen, können wir diese Abdeckplatte hier unten auch noch wegklippen. Die ist tatsächlich nur geklippt. Und kann man da hinten ist so ein kleiner Riegel drin, nach vorne rausziehen. Und jetzt haben wir noch einen Stecker und damit sind wir jetzt schon ganz schön weit. Diese Verkleidung lässt sich jetzt nach vorne wegklicken. Das sind nur 2 Klicks nochmal hier drin. Und jetzt können wir das so auf die Seite schieben. Und ihr seht schon, jetzt kommen wir hier an der Seite noch ein Stückchen besser an diese Steckverbindung, an die wir jetzt ran müssen. Damit wir den Hebel noch ein bisschen weiter vergrößern können, machen wir diese Schaltkulissenverkleidung auch noch weg. Da zieht er ein bisschen an der Gummilasche hier oder an dem Sack und können an der Seite noch mal reinfahren, um das Ganze nach oben rauszulupfen. So, und hier so nach oben weg. Und jetzt können wir das ganze gute Stück so weit weg machen, dass wir an den Stecker drankommen. Von hier hinten können wir jetzt diesen Bügel nach oben schieben und den Stecker abstecken und haben den
kompletten Anschlussstecker hier in der Hand. Unser Plug-and-Play-Kabelbaum wird ja jetzt hier mit auf diesen Quad-Lock-Stecker, so heißt der, den wir gerade eben vom Radio abgesteckt haben, mit dem MQS-Steckerteil ausgewechselt, also zwischengesteckt. Und zum anderen der Strom auch für unsere Endstufe abgegriffen. Und das können wir jetzt direkt am Stecker umstecken. Dieser beigefarbene Steckerteil wird entriegelt, indem man hier oben diese Spange löst. Nehmt einen kleinen Schraubenzieher, macht einmal Klick. Und hier unten ist auch nochmal so eine Spange drin. Und damit haben wir den entriegelt und können den mal nach hinten rausziehen. An unserem Kabelbaum haben wir genau das Gegenstück, das wir jetzt anstecken können und stecken unseren beigen Stecker vom Kabelbaum genau da wieder ein, wo wir den beigen Stecker gerade ausgesteckt haben. Okay. So. An unserem Stromversorgungsstecker findet ihr das Gegenstück, den wir nachher hier wieder einstecken können. Und wir fangen jetzt an, mit dem beiliegenden Entriegelungswerkzeug hier uns um dieses rote Pluskabel und das braune Minuskabel zu kümmern. Wir können jetzt das rote Pluskabel erstmal entpinnen, indem er hier vorne rechts und links reinfährt und das Pluskabel mit dem Stecker so rausnimmt, um diesen Stecker jetzt erstmal wiederum hier zu positionieren und zu integrieren. Und das rote Kabel, das gehört jetzt genau auf die Seite, wo auch der Widerhaken von dem Stecker drin ist, und den können wir jetzt hier mal gleich wieder einriegeln. Und das gleiche machen wir jetzt für die Masseverkabelung und können mit dem Entriegelungswerkzeug einmal rechts und links an den Stecker ranfahren und ebenfalls die Masse rausholen und ebenfalls an diesen zweiten freien Steckplatz anstecken. Die befindlichen zwei Stecker an unserem Kabelbaum können wir jetzt wiederum genauso an den zwei Positionen, wo wir gerade eben den Stecker rausgenommen haben, wieder anstecken und haben jetzt eine Steckverbindung geschaffen, die wir jetzt anstecken können und wir die Stromversorgung von unserem Quad-Lock-Stecker abgezweigt haben für die Stromversorgung unserer Endstufe. Und trotzdem ist jetzt wieder alles original am Quad-Lock-Stecker dran. Und wir können diesen auch jetzt wieder am Autoradio anstecken. Genauso wie er vorher dran war. Dieses neue Anschlusskabel wird jetzt hier unten durchgeführt und liegt jetzt bereit für unsere Endstufe hier hinten untergebracht zu werden. Das Kabel können wir jetzt hier hinten drinne schön verstauen und die Radioeinheit sachte wieder in die Ursprungsposition reinschieben und verriegeln lassen. Unsere Endstufe könnten wir jetzt rein theoretisch natürlich schon fix und fertig hier anstecken und in den Freiraum hier unten reinlegen und damit auch schon fertig mit der Installation der Endstufe sein. Aber jetzt kommen wir zum Thema Subwoofer und wir müssen jetzt noch ein Subwoofer-Kabel legen von der Position hier hinten drin unter der Mittelkonsole Richtung Beifahrersitz, und dazu müssen wir jetzt den Beifahrersitz samt Sitzkonsole einmal komplett rausschrauben. Der Sitz wird vorne mit zwei 13er Schrauben gelöst und genauso die hintere Schiene mit rechts und links jeweils zwei 13er. Dazu nehmen wir unsere Radschiene mit einer 13er Nuss. Sitz ganz nach hinten und die Schrauben erstmal lösen. Dieses Kunststoffteil könnt ihr jetzt eigentlich auch erstmal ein bisschen auf die Seite legen. Hier ist nochmal ein kleiner Stecker, den nehmen wir raus für die Beleuchtung hier und legen den auf die Seite und können den ganzen Sitz jetzt nach hinten unten runterklappen. Legt hier am besten nochmal ein Tuch hin, damit hier nichts verkratzt, und dann können wir uns um die Sitzkonsole kümmern. Jetzt gibt's den VW T6.1 in unterschiedliche Ausstattungen. Und dementsprechend spiegeln sich auch Steuergeräte hier unten drin wieder. Der eine hat sie, der andere nicht. Wir haben hier ziemlich Vollausstattung. Deswegen haben wir hier vorne ein Steuergerät. Wir haben hier an der Seite zwei Steuergeräte und diese Steckverbindung hier hinten. Natürlich muss unser Subwoofer genau hier rein, was im ersten Moment so ausschaut, wie wenn das überhaupt gar nicht geht. Deswegen haben wir euch im Lieferumfang natürlich passendes Equipment mit dabei, mit den passenden Schrauben, um das hier unten ein bisschen
umzubauen und trotzdem perfekt alles integriert zu haben, aber danach eben Platz für unseren Rock 3 Subwoofer zu haben, der übrigens ein 20 cm Subwoofer beinhaltet in diesem Bandpassgehäuse. Das heißt, der Bassaustritt erfolgt über dieses Bassreflexrohr und da wird der ganze Bass in den Fußraum hier reingeschoben und ihr habt quasi nur diese blinde Box, die eben dieser Subwoofer ist. Das Steuergerät und diese Steckerhalterung, die können wir als erstes mal wegschrauben. Die zwei Steuergeräte sind auf so einer Kunststoffplatte montiert, die aber von unten an diesen Metallrahmen geschraubt ist. Und genauso hier drüben haben wir noch die Stromzufuhr für den USB-Lader hier an der Seite. Und den können wir ebenfalls abklemmen oder umklemmen. Der wird von unten nur fixiert, den können wir aushängen hier und ein bisschen nach vorne durchführen lassen, damit wir hier auf jeden Fall einen freien Platz kriegen. Die Sitzkonsole ist mit 4 17er Muttern festgeschraubt. Und jetzt können wir die Sitzkonsole nehmen und ein bisschen aufstellen, um hier unten noch die 2 Torx-Schrauben zu lösen. Und den Clip können wir hier ebenfalls rausnehmen, um das Kabel hier einfach nur zu lösen. Die ganze Sitzkonsole kann jetzt wieder genau so montiert werden, wie wir sie gerade weggemacht haben. Ihr seht, dieses Stückchen Kabel, das war gerade eben noch hier eingehängt. Wir müssen das tatsächlich ein bisschen hier rüberlegen, um das nach hinten von der Fläche hier zu entfernen. Jetzt räumen wir hier diesen ganzen Bereich mal auf und machen mal die ganzen Steckverbindungen auseinander, damit wir den ganzen Steckerhalter auch entfernen können. Der fliegt ganz raus. Genauso wie wir jetzt hier diese 2 Steuergeräte aus dem Kunststoffhalter rausnehmen können. So. Jetzt kommt unsere neue Befestigung für die entsprechenden Steckverbindungen integriert, die quasi eine neue Platzierung findet für die Stecker. Das kommt nicht mehr so weit raus. Und wir haben hier an der Seite diese Stecknase drinne, um auch noch das Steuergerät hier ebenfalls mit zu montieren. Mit einem Stückchen Klettband können wir jetzt das Steuergerät direkt hier auf dieser Lasche befestigen. Und mit unserem Steckerhalter verbinden und das ganze gute Stück jetzt mit den beiliegenden Schrauben befestigen. Die Steckerhalterung haben wir jetzt mit 2 Schrauben fixiert. Die liegen natürlich auch im Lieferumfang mit dabei. Das erste Steuergerät hat bereits hier seinen Platz gefunden und wir können jetzt unsere Stecker wieder aufräumen, indem wir die wieder hier anstecken. Und zwar am besten so, wie ich das jetzt hier auch mache, weil das dann einfach von der Positionierung des Kabelbaums super ist. Erst den blauen, dann den grauen, dann haben wir den roten und dann den weißen. Von oben können wir die ganzen Stecker jetzt wiederum gegenstecken. Kümmern wir uns um das nächste Steuergerät. Dafür haben wir euch extra diese Schraubenkombination mitgeliefert, damit wir die Gewindeaufnahmen so nutzen können, dass wir einen neuen Platz für dieses Steuergerät bekommen. Jetzt können wir mit den neuen Gewindebolzen dieses Loch hier verwenden, um die Schraube von hinten wiederum mit der Mutter- und der Beilagscheibe zu fixieren. Und hier laufen wir an der Seite vorbei, so dass die Beilagscheibe quasi die Haltefunktion übernimmt. Die hintere Mutter hier, die müsst ihr von der Seite hier einfädeln und ein bisschen blind das Ding festmachen. Geht aber eigentlich soweit ganz gut. Das sind bloß so 2, 3 Umdrehungen, die man dann letzten Endes zum Festziehen braucht.
damit wäre das nächste Steuergerät neu fixiert und wir können die Kabel hier unten rauskommen lassen. Und das letzte Steuergerät, das machen wir ebenfalls hier an der Seite fest und zwar mit dem beiliegenden Klettband. Und dann hat das hier alles eine aufgeräumte Anmutung. Und wir haben hier immer mehr Platz, um unseren Subwoofer zu installieren. Und hier an der Seite müssen wir jetzt noch gucken, dass die Kabel alle schön nebeneinander rauskommen und nicht unnötig aufwulsten. Um die Einbauposition perfekt zu machen, gehen wir bitte noch da unten rein. Hier ist noch ein Massepunkt zu finden, der hier so eine Hutmutter drauf hat, die für uns unnötig aufträgt. Und deswegen machen wir die noch raus und wechseln die mit einer normalen Mutter aus, die wir auch in das Set mit reinlegen. Unser Subwoofer-Kabel, das muss natürlich jetzt noch hier an der Seite, an der Beifahrerverschwellerung hier unten mit reingelegt werden bis hier unter die Sitzkonsole. Das hätte man natürlich auch gleich machen können, wenn wir die Sitzkonsole eh schon komplett draußen gehabt haben. Kommen wir super easy hin, um das Kabel durchzuführen. Ich mache die jetzt gerade noch mal raus, aber ihr könnt das natürlich dann in einem Aufwasch machen. Die Einstiegsverkleidung, die können wir nach oben raushebeln. Das war's auch schon. Und können jetzt auch den Gummi hier an der Seite ein bisschen lösen, dass wir jetzt genügend Platz haben, um unser Subwoofer-Kabel hier einmal durchzuziehen und unter dem Teppich bis in die Mittelkonsole reinzulegen. Okay Leute, jetzt haben wir es super schön aufgeräumt hier drinnen, können unser Subwoofer-Kabel hier rüberlegen und unseren Subwoofer jetzt anstecken. Und zwar auf der linken Steckbuchse, da wo steht 0 Grad. Dafür ist unser Soundsystem jetzt ausgelegt. Und jetzt können wir den Subwoofer hier einlegen. Die Kunststoffklappe können wir jetzt ebenfalls wieder dran klippen. Das Subwoofer-Kabel steckt man direkt neben dem 20-Pol-Stecker ein. Steht auch dran, Subwoofer Output. Und jetzt haben wir hier drüben noch einen Steckplatz für unsere Fernbedienung für den Subwoofer-Pegel. Wer den reinmachen möchte, es liegt auf jeden Fall im Lieferumfang mit dabei, der kann sich jetzt ein Plätzchen suchen. Die Kabelführung, wo ihr diesen Drehregler dann zum Schluss hinbaut, könnt ihr euch hier vorne frei aussuchen. Man kommt ja in dem Zustand jetzt überall dran, um das Kabel dorthin zu ziehen, wo ihr möchtet. An der Endstufe befinden sich ein Schalter und 2 Drehregler, die ich euch jetzt noch mal kurz erkläre. Das ist auch nicht ganz unwichtig. Der Mode-Schalter hat die Stellung 1 oder Stellung 2. Stellung 1 ist dann, wenn ihr die originalen Lautsprecher verwendet und nicht die optionalen Option-Lautsprecher mit installiert habt mit der Türdämmung. Wenn ihr das nämlich gemacht habt, dann bitte auf 2 umschalten, dann ist der Equalizer auf die Option-Lautsprecher abgestimmt. Ansonsten eben auf 1 lassen für die Original-Lautsprecher. Wir haben jetzt hier die Option-Lautsprecher drin, also auf 2 bitte. Der Control-Regler 1, der regelt, wie viel Gesamtbass die vorderen Lautsprecher wirklich abbekommen möchten. Wenn ihr den Anschlag auf rechts dreht, dann haben die Lautsprecher nicht mehr ganz so viel Bass, werden dadurch aber dann belastbarer. Das hängt mit dem ab, was ihr für die Musik hört und wie laut ihr die Musik hört. Wenn ihr leise Musik hört, aber viel Bass haben möchtet, könnt ihr den Drehregler auch weiter nach links rüber drehen. Dann machen die vorderen Türlautsprecher einfach noch mehr Bass. Man merkt es auch sehr stark. Könnt ihr dann selber mal ein bisschen dran rumspielen. Und der Control-Regler 2, das ist der Subwoofer. Wenn ihr den nicht mit der Pegelfernbedienung ansteckt, dann könnt ihr hier auf jeden Fall mal den Gesamtpegel eingeben. Den dreht ihr dann in der Regel erstmal ganz auf und hört euch das an.
Und bevor ihr wieder alles zusammenbaut, regelt ihr den so ein, wie ihr den für richtig haltet. Also ihr könnt Linksanschlag, Subwoofer 0, das würde wahrscheinlich keiner machen, aber irgendwas dazwischen drin bis Maximum könnt ihr euch natürlich das auswählen. Die Endstufe könnt ihr jetzt unter diesem dicken Kabelbaum direkt hier einführen und dort auch liegen lassen. Die kommt hier nirgendwo hin. Achtet bitte darauf, dass hier keine Kabel drüber laufen. Da kommt jetzt gleich die Schraube wieder rein. Aber hier könnt ihr die Endstufe liegen lassen und damit hat ihr super Kühlung und stört nicht. Für die Installation der Lautsprecher zeigen wir euch ja jetzt das Video, das wir auch bereits schon veröffentlicht haben, aber gleich hier mit drinne reingeschnitten. Und achtet bitte darauf, dass das gelbe Kabel an der Hochtonweiche durchgetrennt wird, weil eben da eine 3 dB Absenkung drin ist und auch auf die 3 dB Absenkung ist unsere DSP Endstufe abgestimmt. Also wenn ihr einen linearen Frequenzgang möchtet, dann das gelbe Kabel wie auch im Video durchtrennen, damit die Frage schon mal geklärt ist. Wir fangen mit der A-Säule an, die zu entfernen, weil hier verbirgt sich unser Hochtöner unten drunter, den wir jetzt austauschen wollen. Und wer auch so ein Rollo hier drin hat, der braucht auf gar nichts aufpassen. Wir bauen die Seitenverkleidung oder die A-Säule ganz einfach weg, indem wir jetzt da unten drin ist so eine kleine Bucht, da kann man hinten reinfahren und die Verkleidung von hier vorne mal entriegeln und dann kann man das Ganze hier wegnehmen und darunter verbirgt sich ein 30er Torx. Und jetzt haben wir schon das gute Stück hier so weit weg. Jetzt können wir wieder mit dem Remover-Tool unter den Gummi hier reinfahren und die A-Säulenverkleidung nach innen drücken. Also so. Und hört ihr das? Jetzt entriegelt das ganze gute Stück schon, indem wir den jetzt einfach nach innen ziehen. Und jetzt sind alle drei Verriegler oder die Clips da drin schon weg. Also es geht bei dem Fahrzeug wirklich sehr einfach. Und damit wir das hier an der Seite besser rausziehen können, können wir hier an der Seite ebenfalls das Ganze rausziehen und dieses Teil hier so rausnehmen. Und jetzt können wir die A-Säule ganz entspannt hier herlegen. Und hier ist jetzt nur ein Kabel angesteckt und das ist von unserem Hochtöner, den wir jetzt ausbauen wollen. Und der lässt sich ganz einfach entriegeln, indem man die zwei Klammern hier ein bisschen zusammendrückt und rauszieht. Und so sieht die A-Säulenverkleidung von hinten aus. Das waren die drei Clips, die eingeklippt sind in der A-Säule selber und die das ganze gute Stück heben. Und wir machen jetzt den Hochtöner raus und tauschen den aus. Von VW ist der originale Hochtöner mit 3 Punkten mit dem Kunststoff in sich verschweißt quasi. Das ist nur so ein kleiner Lappen. Den können wir ganz easy hier rausnehmen. Also Sie seht schon, wie einfach das hier alles rausgeht. Das klippen wir nur nach oben weg. Und dann bleiben jetzt die 3 Zapfen, die bleiben so weit drin stehen. Und jetzt nehmen wir unseren neuen Hochtöner und bauen den genau hier so rein, dass der in diese Zapfen wieder verschwindet. Also jetzt ist er praktisch so ein fix und fertig drin. Dadurch, dass jetzt aber keine Lötkappen quasi mehr drauf sind, weil man die einmalig bloß verwenden kann, nehmen wir jetzt unsere beiliegende Heißklebepistole mit dem schwarzen Stick und machen hier an den Punkten eine kleine Verklebung mit drauf, damit das einfach wieder so bleibt, wie der originale Hochtöner auch gerade war. Wir haben also für euch im Set alles mit drinne und mitgedacht, damit ihr alles fertig machen könnt. So, das lassen wir auskühlen. Dann können wir die A-Säule genauso wieder installieren, wie wir sie weggebaut haben. Kurz zum Hochtöner selber. Wir haben hier die Steckverbindung so weit drin, dass dieser Stecker genauso wieder passt wie der Original VW-Stecker. Den haben wir ja hier, das ist der gleiche. Ja. Und das ist die Frequenzweiche, die den Hochtöner vor tiefen Frequenzen schützt und wo wir sogar eine Pegelanpassung machen können. Und dafür ist dieses gelbe Kabelschleifchen da, das wir so durchtrennen, wenn wir den Hochtöner um 3 dB leiser machen möchten, als er von Haus aus spielen würde. Und deswegen trennen wir das Kabel durch. Dafür ist auch der Frequenzgang dann perfekter, dann ist der Hochton nicht ganz so dominant. Wer sagt, boah, ich mag aber einen kräftigen Hochton, der braucht dieses gelbe Kabel nicht durchzwicken, dann lässt er das. Wie jeder, der sagt, ich möchte so einen smoothen, schönen Hochtöner haben, der zwickt dieses Kabel einfach durch und isoliert es irgendwie auf der Seite, dass die Kabelenden eben so nicht zusammenkommen können und wickelt da ein Tape außenrum zum Beispiel. Wir legen die A-Säule wieder hier hin. Jetzt können wir gemütlich unseren Stecker wieder hier reinstecken.
weil es ist ja ein Plug-and-Play-Lautsprechersystem. Und jetzt verstauen wir die Kabel hier hinten in dem A-Säulen-Schacht mit hinten rein, damit es nicht in dem Bereich drin ist, wo jetzt die A-Säule mit eingeschoben wird. Und jetzt können wir das Ganze wieder hier reinmachen und von außen schauen wir einfach, wo die Pins hier sind, weil das sieht man von außen ganz entspannt. 1, 2, 3. So, alle 3 sind jetzt drin und jetzt mache ich so. Und die A-Säule ist jetzt schon wieder dran. Den Gummi hier an der Seite schön wieder über die Kante legen und den Haltegriff wieder genauso montieren. Und dann haben wir den Hochtöner schon aus- und umgebaut. Und das Gleiche natürlich auf der Beifahrerseite, aber es ist genau das Gleiche. Deswegen zeigen wir euch jetzt alles hier an der Beifahrerseite, an der Fahrerseite. Und jetzt geht es um die Türe und da bauen wir jetzt den Tieftöner um und machen die Türdämmung. Am besten macht er ganz am Anfang mal das Fenster auf jeden Fall zu, weil dann kommen wir besser an das Außenblech dran, wenn wir den Lautsprecher deinstalliert haben, um die Dämmung anzubringen. Diese Verblendung machen wir jetzt weg und dann nehmen wir am besten vielleicht sogar 2 Remover-Tools her und können einmal hier unten ins Eck reinfahren, so leicht entriegeln und wir schauen, dass wir ganz unten reinkommen. Und dann nehmen wir das Stück für Stück hier weg und können das entklippen. So muss das ausschauen. Hier drunter sehen wir jetzt 2 Löcher, wo jeweils eine 30er Torx drin ist. Die schrauben wir raus. Die können wir auch hier mit dem Magnet rausziehen. Die nächste Schraube ist offensichtlich hier unten drin. Das ist ein 20er Torx. Die können wir ansetzen und auch genauso rausmachen. Und jetzt ein bisschen versteckt, ganz unten drunter, haben wir 2 Verriegelungen drin. Das ist ein 10er Kopf, den wir um 90 Grad drehen müssen. Und dann ist hier so eine Platte, die sich praktisch genau in den Winkel dreht, damit es nachher durchlässig ist. Sieht man das ein bisschen? So, und das Gleiche hier drüben. Einfach senkrecht stellen. Und wenn ich es eben waagrecht habe, so wie jetzt, dann verriegelt es und kann nicht raus. Aber jetzt können wir mit dem Entriegelungswerkzeug hier an der Seite zwischen Metall- und Kunststoffverkleidung reinfahren und mit so einem herzhaften Druck das Ganze entriegeln. Und jetzt können wir auch von Hand weitermachen, weil wir schön unten reinlangen können und können die ganzen Clips an der Seite lösen. Und jetzt ziehen wir die ganze Türverkleidung nach oben raus. Und dann haben wir sie fast schon in der Hand. Und jetzt kann man hier drinnen diesen kleinen Hebel etwas anziehen, dann kann ich die ganze Verriegelungseinheit wegmachen. Das ist mein Türgriff auf und zu. Und hier drunter haben wir jetzt noch ein paar Stecker, die wir wegmachen können. Und da können wir die Türverkleidung ganz entspannt mal so 90 Grad drehen, auf den Fuß legen. Und jetzt können wir uns das Ganze anschauen, was wir hier so haben. Da haben wir jetzt hier zum Beispiel den braunen, den können wir nach oben entriegeln und hier rausziehen. Das ist auch nur dieser kleine Entriegler. Jetzt haben wir den mit dem blauen Splint, können wir hier entriegeln und rausziehen. Ganz unten haben wir noch diesen Pin für die LED, den können wir einfach abstecken. Und der da oben, muss ich jetzt gerade selber schauen, wie der weggeht. Ah, hier an der Seite ist der Verriegeler. So, und jetzt haben wir alle Stecker weg und jetzt können wir die Verkleidung mal auf die Seite legen. Da ist er, unser Tieftöner aus unserem originalen VW-System, den können wir abstecken. Der ist hier nur mit so einem Steckerchen zusammengemacht. Schaut genauso aus wie jetzt bei unserem neuen Lautsprecher. Und jetzt nehmen wir einen Bohrer und bohren die alten Nieten raus. Da könnt ihr jetzt neben einen 8er, 10er Bohrer, egal wie, von oben ansetzen und so lange bohren, bis praktisch der Kopf wegfällt. So, ich mache jetzt extra noch hier den Keil hier hinten rein, damit mehr Druck zwischen der Niete und dem Blech ist, damit die Niete besser hält und dann können wir es auch besser rausbohren. So, und jetzt können wir den ganzen Kopf hier wegmachen. Die Nietstopfen, die jetzt noch drin sind, die lassen sich bei dem Fahrzeug tatsächlich ganz easy mit dem Kunststoffwerkzeug nach hinten durchdrücken und rausmachen.
So, und jetzt haben wir unsere 4 neuen Löcher für die Lautsprecher. Und jetzt fangen wir da hinten drinnen an zu dämmen. Aber vorher machen wir noch die Bohrspäne weg und räumen die Baustelle auf. Am Außenblech ist jetzt noch ein bisschen Hohlraumversiegelung drin, so eine Art Wachs. Das kann man natürlich auch wegwaschen, erstmal mit einem Tuch und ein bisschen Bremsenreiniger oder fettlösendes Mittel. Und dann tun wir die Fläche erstmal ein bisschen sauber machen, damit unser Bitumen richtig hebt. Mit der Hand kommen wir relativ weit überall hin und ich mag es euch jetzt echt ersparen, den ganzen Aggregatträger wegzubauen. Da ist die ganze Fensterhebermechanik dahinter. Man könnte es perfektionieren und auf 100% Dämmung bringen, wenn es den Begriff überhaupt gibt. Und dann kann man natürlich das ganze Außenblech dämmen. Wir ersparen uns das jetzt. Ich möchte es für euch ja so haben, dass ihr einen riesen Spaß dran habt. Und ihr werdet auch mit 99%iger Türdämmung einen Riesenspaß haben. Und jetzt machen wir uns kleine Stückchen. Dann kommen wir halt auch relativ gut hin, die Materialien dort zu installieren. Und da machen wir uns jetzt einfach solche Stückchen, vielleicht so 15 cm auf 10 cm. Und die bringen wir jetzt an der Außenhaut auf. Und die können wir ja jetzt, so klein wie sie sind, super hier drinnen aufkleben und wirklich sehr, sehr genau überall aufs Blech aufkleben. Keine Luftblasen drunter lassen und schnell, schnell, sondern wirklich hier ein bisschen Zeit lassen und richtig schön anbringen. Dann können wir jetzt die Lautsprecher schon mal installieren. Und jetzt nutze ich den Zeitpunkt, um euch mal kurz zu zeigen, wo der Unterschied dann liegt bei dem Original. Der hat nämlich jetzt hier, wenn man von außen Sicki bis außen Sicki hat, der 13,2 maximal. Und unserer hat jetzt 14,2, also tatsächlich 1 Zentimeter mehr Membrandurchmesser. Und die Membran hier, das ist genau das, je größer, umso mehr Bass passiert da. Und wir haben den ein bisschen anders konstruiert, der geht trotzdem genauso geil rein und haben einfach mal geschaut, dass wir die noch größere Membran reinbringen. So, jetzt schmeißen wir mal den alten auf die Seite und den neuen, den nieten wir jetzt rein. Es ist auch hier bereits schon eine Dämmschicht, eine Dichtschicht hier mit unten angebracht. Das heißt, wir können jetzt ohne weiteres den Lautsprecher gleich direkt hier aufnieten. Stecker rein und damit ist unser Lautsprechersystem bereits schon wieder angeschlossen und fix und fertig. Aber wir machen es ja besser wie das Original. Wir dämmen jetzt noch ein bisschen die Türe, weil das ist alles Kunststoff. Das gibt alles so arg nach, dass das gegenschwingt und uns an Wirkungsgrad vom Lautsprecher wegnimmt. Und wir kleben jetzt hier noch Dämmmaterial mit auf, damit das Ganze hier schwerer wird. Wir haben bereits 1/3 einer Matte auf die Außenhaut geklebt und jetzt kleben wir praktisch den Rest der ersten 2 Matten komplett hier drauf, damit es schwer wird. Und da könnt ihr mir jetzt ein bisschen dabei zuschauen. Alles und alles überkleben ist manchmal nicht so gut. Wir können einfach die groben Teile hier offen lassen, damit das nicht alles überklebt wird. Wir machen nur die großen Flächen, die Freiflächen. Wir können jetzt wieder mit dem Kunststoffwerkzeug super arbeiten und das Material in die Vertiefungen reinbringen. Und vor allem jetzt möglichst alles irgendwo hindrücken, wo es auch anliegt nachher. Weil wir machen hier auch noch eine zweite Lage drüber. Gut aus und das wird jetzt immer schwerer. Egal. Ihr achtet bitte auch darauf, dass solche Sachen wie das hier nicht überklebt werden. Da sind ja schließlich unsere Splints nachher drin, wo sich die Türverkleidung drin wieder verriegelt. Also hier ein bisschen aufpassen, damit es nicht dicht ist. Hier ist auch die Schraube, die wir von unten noch rausgemacht haben, die sich hier verbirgt. Also das hier auch nicht zukleben, da kommen wir aber sowieso jetzt nicht großartig hin. Und hier können wir jetzt einfach weitermachen. So, 2 Lagen aufgebracht. Jetzt machen wir das Eck hier auch noch, das schwingt genauso alles mit. Wir bringen hier noch Gewicht drauf. Können wir auch gleich die Reste
hernehmen, wo wir schon irgendwo weggeschnitten haben und versuchen, die mit zu integrieren. Leicht andrücken nur das Material, damit es nur angeritzt wird. Und dann können wir das auch alles wegnehmen. Jetzt können wir noch um den Lautsprecher drumherum dämmen. Den haben wir ja schon vernietet, weil das ist ja das Epizentrum. Und seht ihr, der geht jetzt noch so ein bisschen mit, relativ leicht, indem ich ein bisschen dran ziehe und drücke. Und um dieses Gewicht an der Stelle zu erhöhen, hauen wir jetzt da nochmal so kleine 2-3 cm breite Streifen drauf. Und die können wir jetzt direkt hier in die Seitenmulde mit reinmachen. Da stören sie null und können es richtig schön anbringen. So. Und jetzt könnt ihr auch mal so einen Klopftest machen. Ist alles ganz ruhig, also es hört sich jetzt wirklich sehr ruhig an. Da scheppert und dröhnt nichts mit. Insofern liegen wir nicht verkehrt. Und jetzt haben wir noch so ein Stück Material übrig, bis auf die kleinen Fetzen hier. Die könnt ihr draufkleben, müsst ihr nicht draufkleben. Und davon nehmen wir mindestens jetzt noch mal so ein Teil hierher. Und kleben auf die Mitte hier einfach völlig unkompliziert noch einen dritten Satz drauf. Und damit sind wir dann aber auch mit der Türverkleidung an sich durch. Das können wir jetzt noch spielerisch machen, bevor wir irgendwas wegschmeißen. Also wir holen hier schon ziemlich viel Dämmung raus. Was hier abgeht, ist nicht normal. Bingo! Und jetzt kommen wir zur Türverkleidung. Die ist nämlich nicht ganz unwichtig beim Dämmen. An der Türverkleidung an sich ist von hinten auch bereits so ein kleiner Dämmschaum angebracht. Den machen wir jetzt mal weg, weil wir müssen unbedingt auch die Türverkleidung selber beschweren, damit wenig schwingt. Also wir wollen ja praktisch das Schwinggeräusch oder die Schwingung schon mal verhindern, damit durch die Schwingung erst gar kein Nebengeräusch erzeugt wird. Und wir können jetzt über dieses Material, was hier noch übrig ist, da kleben wir einfach unsere Bitumenmatte noch drüber. Wir haben jetzt noch eine ganze Bitumenmatte und die können wir im Gesamten so drüber kleben. Also das heißt, fangen wir mal einfach an. Wir nehmen die Matte, machen wir mal bis zur Hälfte, machen wir es frei und dann fangen wir da oben drinnen an, das Ganze einzukleben. Zieh Handschuhe an. Und an solchen Ecken, die braucht ihr nur immer so leicht anschneiden, einmal nach oben, nach unten reindrücken und wieder drüber lappen lassen. So ist das ganze Spiel. Und so machen wir natürlich jetzt auch wieder jeden Punkt schön fest. Und hier drüben genau das gleiche Spiel aufmachen. Unten rein, oben drüber. So, und jetzt können wir das Ganze natürlich auch in diese Mulde reinlaufen lassen. Ein bisschen hochheben, drum vielleicht auch mal nicht alles gleich wegmachen von der Klebeschicht, sondern erstmal schön reinbringen. Und jetzt können wir auch die Klebeschicht hier ganz entfernen. Dann können wir nämlich jetzt die ganze Matte hier hinten runterbringen und aufkleben. So, und am Lautsprecher schneiden wir es natürlich wieder aus. So, einmal ringsrum und auch das hier ist die Schraube. Da kommt eine Schraube nachher durch. Dürfen wir nicht alles überkleben. Und hier um den Lautsprecher rum auch weg. Und den Rest, den kleben wir jetzt überall sauber an und drücken den fest, wie es auch nur geht. Und wenn wir noch was von der bisherigen Dämmung übrig haben, das können wir gerne da auf dem Bereich machen, wo der Lautsprecher auch wiederum arbeitet. Hier möglichst auch noch was anbringen. Also man muss hier nichts verschenken, lieber nochmal drauf. Die beiliegende Dämmschaummatte vom Dämmpaket, die werden wir jetzt hier mit anbringen. Das heißt, der ganze Schall, der sich noch neben dem Lautsprecher, der sich ja hier drin befindet, ausbreitet, den werden wir jetzt dann mundtot machen. Schau, und das ist Dämmschaum. Der Dämmschaum dämmt den ganzen Schall hinten dran weg, keine Reflexion, alles klingt geiler. Und damit fangen wir jetzt genauso an, den Schaum
so anzubringen, wie wir vorher auch die Dämmmatten angebracht haben. Zuerst mal ein Stück. Und da können wir jetzt wieder hier hinten drin anfangen. Der klebt nämlich auch wie Harry. So. Und so können wir uns jetzt nach vorne arbeiten oder nach unten. So. Der lässt sich auch super formen. Und den ziehen wir jetzt mal da rein. Das, was uns nachher nicht passt, das können wir nachher immer noch wegschneiden. Also so ganz genau, es muss nicht auf jedem Zentimeter was sein. Wenn es jemand schön findet, dann kann man das gern machen. So, und jetzt legen wir das wieder hier so drauf. Und was jetzt an der Stelle wichtig ist, dass der Schaum nicht einfach so hier drüber geht, weil der trägt hier an der Seite und nach unten zu viel auf, weil der ist in der Passform in der Türe nachher drin. Wenn wir hier zu viel reinmachen, dann kriegt er die Türverkleidung nicht mehr richtig drauf und die ist nachher praktisch nicht mehr richtig fest. So, und deswegen machen wir hier nur so weit den Dämmschaum dran, dass wir die größtmögliche Fläche dran haben. Und die Seitenteile hier nicht. Und da können wir natürlich jetzt wieder den Lautsprecher ausnehmen. Und damit wäre der Dämmschaum auch angebracht. Was sich nach dieser ersten Dämmung auf jeden Fall mal lohnt, ist ein kurzer Hit auf die Türverkleidung drauf, um zu hören, was scheppert an der Türverkleidung vielleicht tatsächlich immer noch. Und hört ihr das? Da ist noch was und ich habe es auch bereits schon gefunden. Das sind diese Teile hier, schaut. Das ist nur so, das liegt da nur an, Kunststoff auf Kunststoff. Und wenn man das hält und draufklopft, dann ist alles ruhig. Also was machen wir? Wir haben noch ein bisschen Schaum übrig. Wir können problemlos hier ein bisschen dazwischen tun. Machen wir nochmal was auf der Seite. So. Und weil hier drüben kann das genauso sein, legen wir halt hier auch noch überall so kleine Fetzen dazwischen, damit hier zwischen Kunststoff und Kunststoff nichts mehr klappern kann. Das kann man überall hier machen und dann wird die Türverkleidung echt richtig ruhig. Hört ihr jetzt? Unterschied. Klappern, nicht klappern. Und jetzt können wir die Türverkleidung wieder dran montieren. Können wir die Türverkleidung genauso wieder daherheben und fangen wieder an. Da oben war der rote drin. Klick, der braune. Klick, da unten kommt der blaue von hinten rein. So, und den schieben hier noch rein. Klick. Und jetzt drehen wir die Türe wieder um diese 90 Grad. Und jetzt setzen wir von hinten den Entriegler wieder ein. Nicht vergessen, weil sonst könnt ihr von innen die Türverkleidung nicht mehr aufmachen. Und jetzt setzen wir das Ganze wieder von oben ein, in die Schiene. Genau. Und jetzt achten wir bitte drauf, wo die Türclips sind. Man sieht die sehr gut von der Seite aus und die sollen natürlich alle in die Löcher zeigen, weil wenn wir jetzt Klick machen, dann ist einfach der Klick drinne. Und dann bricht da auch kein Clip ab und vor allem heben sie dann alle wieder. So. Und jetzt machen wir von unten die Teile um 90 Grad wieder dran und rumdrehen und verriegeln. Und hier drüben genau das gleiche Spiel. Zu. Oben die 2 Schrauben wieder rein. So, und die 20er Torx ebenfalls da unten wieder verschrauben. Zielblende wieder drauf. Schön einrasten lassen. Machen wir es so. So. Das war's. Hören wir jetzt mal rein, was sich so tut, wenn man die Soundanlage ein wenig abgegradet hat. So, hier mal ein bisschen Laune hier. Hört ihr an meiner Stimme? Es ist schon, also wir haben eine ziemlich starke Steigerung an Gesamtlautstärke, was jetzt nicht bedeutet, dass es einfach nur laut wird, sondern es wird laut und es ist total klarer Sound. Und, und der Bass, der ist halt richtig schön satt hier.
Also das macht richtig Laune, so diese Basslieder zum Hören. Und ich habe natürlich auch alles eingestellt und so weiter. Ich weiß, ich habe schon öfters Probe gehört, aber die Stimmen, die sind jetzt hier vorne schön in einem Guss. Die Stimme hat jetzt einen Körper. Oh, das singt halt nur für mich. Also das ist wirklich eine Sensation, wie jetzt hier der Sound aufgeblasen worden ist. Und das Ganze, ohne dass wir irgendwas auseinandernehmen mussten, um irgendwas kaputt zu machen, sondern das ist alles einfach nur austauschbar, auch wieder rückrüstfähig. Wer das machen möchte, ihr habt es jetzt gesehen im Video, dass das alles, es ist teilweise schon eine Schrauberei, aber ist jetzt nichts dabei, wo man jetzt sagen müsste, Mensch, das geht gar nicht, oder? Also man kann die Sachen wegmachen, man kommt an die Teile dran und es ist alles unsichtbar. Es ist alles nicht sichtbar. So, das ist das, was ich sagen wollte. Jetzt liegt es an euch, ob ihr euren T6.1 ein bisschen aufpimpen möchtet mit Bass und mit tollen Lautsprechern und mit einem guten Sound. Wir sind für euch da. Der Support wartet auf euch, falls irgendwelche zusätzlichen Fragen sind, wo wir vielleicht in diesem Video jetzt nicht klären konnten, was euch auch immer einfällt. Wir warten auf euch und wir sehen uns beim nächsten Video, wenn der nächste Bulli abgedatet und abgepimpt wird.